Hallo alle zusammen! Heute möchte ich euch einladen, mit mir zusammen russische Küchlein Kartoschka backen. Oder auf Deutsch heißt es Kartoffeln, weil die aussehen wie Kartoffeln. So sind sie bei mir geworden. So lecker und so sehen die auch im Anschnitt aus. Und jetzt fangen wir an. Ich werde 2 Portionen von den Küchlein machen. Für eine Portion vom Biskuit brauche ich 4 Eier, 120 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker und ein Päckchen Vanillezucker. Ich werde 2 Backbleche vom Biskuit backen. Als erstes schlagen wir 4 Eier in die Schüssel. Dann geben wir Vanillezucker und 120 Gramm Zucker hinzu. Danach schlagen wir das Ganze mit dem Mixer. Die Masse soll sich verdoppeln und heller werden. Zu solcher Konsistenz schlagen wir die Eiermasse. Jetzt geben wir Mehl nach und nach dazu und vermischen das Ganze gründlich mit Hilfe von dem Schneebesen. Den fertigen Teig geben wir auf ein Backblech und streichen diesen mit Hilfe von Spachtel glatt. Backen werden wir das Ganze bei 180 Grad Ober-Unterhitze 15 bis 17 Minuten. Bei mir sind 17 Minuten vergangen. Prüfen wir den Biskuit auf Fertigkeit. Er ist fertig. Holen wir den Biskuit aus dem Backofen raus. Den fertigen Biskuit drehen wir um und ziehen das Backpapier ab. Auf die gleiche Weise backen wir auch den zweiten Biskuit. Ich habe die Biskuits am Vorabend gebacken und über Nacht auf dem Tisch abkühlen lassen. So sehen meine 2 Portionen vom Biskuit aus. Ich mache 2 Portionen von der Creme. Für die Creme brauche ich Zucker 220 Gramm, Butter 250 Gramm, 2 Eier, Milch 150 Gramm, Vanillezucker ein Päckchen. Für den Belag brauche ich Puderzucker 30 Gramm und Kakao 15 Gramm. In einen Topf gießen wir Milch hinein und die größere Menge vom Zucker dazu. Beim ständigen Rühren mit dem Schneebesen schmelzen wir den Zucker. Der Zucker ist jetzt geschmolzen. Jetzt stellen wir den Topf erstmal zur Seite. In eine Schüssel schlagen wir 2 Eier. Dann geben wir Vanillezucker und den Rest vom Zucker hinein und schlagen das Ganze mit dem Mixer. Danach gießen wir die Milchmasse in kleinen Mengen dazu, beim ständigen Rühren mit dem Mixer. Die fertige Masse gießen wir wieder in einen Topf hinein und beim ständigen Rühren bringen wir das Ganze zum Kochen. Wenn die Masse anfängt zu kochen, nehmen wir den Topf vom Herd. Wir gießen die Masse auf einen Teller um, damit diese schneller abkühlt. Jetzt gehen wir zum Biskuit über. Wir sollen den ganzen Biskuit zerkleinern. Ich mache das mit dem Zerkleiner. Wenn ihr keinen habt, dann könnt ihr es mit den Händen zerkleinern.
seht mal, wie viel Streusel ich bekommen habe von 2 Biskuitböden. Die Masse ist jetzt abgekühlt. Jetzt nehmen wir die weiche Butter und schlagen diese, bis die heller wird. Dann geben wir die Masse löffelweise in die Butter hinein. Wir schlagen das Ganze bis zu gleichmäßiger Konsistenz. So eine stabile Creme ist es bei mir geworden. Für die Dekoration von dem Küchlein nehme ich eine Sterntülle und gebe 2 Esslöffel von der Creme in einen Spritzbeutel hinein. Für den Belag von den Küchlein siebe ich Puderzucker und Kakao durch einen Sieb und vermische das Ganze gründlich. Jetzt geben wir die Creme in die Streusel hinein. Und vermischen das Ganze gründlich. So sieht die fertige Masse aus. Jetzt formen wir die Masse zu Kartoffeln. Dann wälzen wir diese im Belag vom Kakao und Puderzucker und formen eine Kartoffel. Auf diese Weise formen wir den ganzen Teig. Danach machen wir mit Hilfe von einem Stock 2 Löcher in jede Kartoffel. In diese Löcher machen wir solche Blümchen mit Hilfe von der Tülle und der Creme. Die leckeren Törtchen Kartoffeln sind jetzt fertig. Es sind bei mir 12 Stück geworden. Das war jetzt das Rezept von russischen Küchlein Kartoschka. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Wenn euch dieses Video und dieses Rezept gefällt, dann liked uns, abonniert uns. Es kommen noch viele leckere Rezepte. Ciao!